45.899 €. Der Globe Scout Plus mit richtiger Sonderausstattung, einer ordentlichen Farbe, einem Fiat Ducato drunter und demnächst natürlich auch als Fiat Ducato 8 und große Serie heute. Bezahlbare Kastenwagen. Wie ist die Ausstattung? Wie ist die Verarbeitung? Die hier sind jetzt made in Germany, so viel kann ich sagen. Sie werden nach der Auskunft in Isny gebaut. Und die gibt es hier im Freistaat bei Zellerer. Ja, das heißt Freistaat zwischen München und Augsburg und das Ganze in Sulzemoos. Und das wollte ich euch mal zeigen, weil ich sag mal gerade so Einstiegskastenwagen sehr beliebt. Das Thema Globcar ist ähnlich wie Pössl, sage ich mal, hier beim Freistaat natürlich ein extremes Volumenmodell. Und was steckt da dahinter? Das wollte ich euch mal zeigen. Die technischen Daten werde ich euch gleich mal einblenden, dass ihr mal genau seht, was kriege ich denn hier für mein Geld. So, Power steht vorne drauf. Die Motorisierung von dem Fahrzeug werden wir uns gleich mal anschauen. 160 PS. Das war damals natürlich immer ganz schön. Da stand die Leistung drauf. Also ein 2,3 Liter Motor mit hier drin und 3,5 Tonnen das Ganze. Und die Masse im fahrbaren Zustand bedeutet also mit dem Fahrer ca. 70 Kilogramm, 80% Dieseltank gefüllt und 20 Liter Wasser sind 2820 Kilo. Das heißt, ich habe also rund 700 Kilo Zuladung hier und ist schon einiges dabei. Ich habe hier eine Länge von 6 Metern, eine Breite von 2 Metern und 2,58 Meter Höhe. Also ein recht kompaktes Auto mit 6 Metern bin ich natürlich auch in einem Bereich drin, wo ich dann auch sagen muss, okay, da komme ich noch über rein, da kann ich mal, ich sag mal, auch mal auf einem normalen Parkplatz stehen oder ohne da viel Aufwand zu betreiben, mal starten. Viele verwenden diese Fahrzeuge auch wirklich im Alltag, 6 Meter. Dann kannst du eigentlich dein normales Fahrzeug auch verkaufen, denn ich sag mal, das sind Nutzfahrzeuge, fahren halt auch ewig, muss man dazu sagen. Sehr schön sind hier Rahmenfenster, das kann man gleich mal ausprobieren. Mit diesen Rahmenfenstern kann man, das heißt also hier flächenbündige Fenster, die hier mit drin sind, die kann man üblicherweise dann auch dazu benutzen, dass man diese Tür komplett öffnen kann. Das können wir mal gerade ausprobieren, ob das geht. Ne, hier ist eine Sperre jetzt im Moment drin, aber das habe ich schon gesehen, weil die Problematik dann oft ist, wenn man die dann öffnet, dass dann ein Teil vom Fenster hier aufschlägt, aber technisch müsste das eigentlich nicht gehen oder sollte es gehen. Können wir gerade gucken, vielleicht mache ich irgendwas falsch. Also, das ist der Anschlag. Maximal 160 Grad sind hier drauf. Also das sieht man hier. Ansonsten gibt es hier Aua, das steht auch schon mal drauf. Und hier haben wir auch eine Beschränkung da mit drin. Ich gucke mal gerade, ob das hier... Ja, das ist so das Maximum, was im Moment geht. Also mehr geht nicht. Trotzdem öffne ich beide Türen. Mal gucken, hier habe ich 160 Grad Öffnungswinkel, auch hier dabei. Dann kann ich hier richtig durchladen. Ich habe also hier einen Querschläfer und das ganze Fahrzeug steht auf Gas. Anschauen. Also wenn ich euch auch verraten würde, wo sie gebaut werden, ihr könnt ja mal Isny googeln, dann wisst ihr, wer es ist. Also hier hat man dann noch eine ordentliche Verarbeitung mit drin. Das Ganze wird dann in Deutschland endgefertigt. Zooösen sind vorhanden und der Wassertank ist hier auf der rechten Seite, auch die Befüllung, das können wir uns ja gleich mal anschauen. Und hier gibt es die Möglichkeit, das Ganze dann nochmal hier auszubauen und hochzuklappen, sodass ich hier vorne, wenn ich die Mitteltür dann auch rausnehme, die Möglichkeit haben, von vorne bis hinten auch Fahrräder komplett durchzuladen oder auch mal einen kleinen Umzug damit zu machen. So, Thema Dometic, Fenster hinten eingebaut mit mittlerweile diesem Rausfallschutz. Das ist also auch neu, dass wenn das Fenster jetzt mal geöffnet ist, kann ja mal sein, da sind jetzt kleine Kinder drauf, dass sie zumindest nicht sofort hier runterfallen. Das wäre natürlich von der Höhe her auch nicht ganz so angenehm, wenn sie da jetzt rausfallen würden. Ich mache mal gerade zu. Natürlich immer problematisch hier, wenn das Fenster offen steht. Gab schon einige Verletzungen, die natürlich dann gegen das Fenster gerannt sind. Aber sie sind stufenlos verstellbar, die guten Seitsfenster. Wenn es ein bisschen kalt, dann gibt es hier vorne eine Lüftungsposition. Das ist jetzt die absolute Basics hier.
Das hat es natürlich auch mit drin. Und was natürlich schön sind, es sind wirklich flächenbündige Fenster, die auch eine irre Tönung haben, sodass du also ohne weiteres gar nicht hier reingucken kannst. Das geht gar nicht. Ich müsste also jetzt schon hier, kann das ja mal machen, mit dem Objektiv mal ganz rangehen und dann könnte ich so ein bisschen reingucken, aber das macht ja im Zweifel keiner. Und hier sieht man, also wir haben natürlich alle unten das Verdunklungssystem von oben nach unten und hier das Fliegengitter mit dran. So, ich schließe mal die Tür, das kennt ihr ja schon. Gucken, wie es klingt. Innen habe ich noch eine Verriegelung innen, dass ich auch rauskomme. Ja, passt. Dometic. Rückfahrkamera ist gleich eingebaut, sogar 2 Stück. Doppelshutter. Auf der rechten Seite ist so quasi der Rückspiegel. Das ist der Blick nach hinten. Und das Ganze kriegt man natürlich auch am Markt mit unglaublich vielen Rahmenverlängerungen. Das heißt also hier unten am Rahmen kann ich dann, das sieht man hier, gibt es so Kits, kann ich entweder selber anbauen oder ich gehe zum Profi hin und dann kann ich hier hinten noch eine Bühne drauf machen und auch einen Roller mitnehmen, was auch relativ viele machen, die man auch komplett wegschwenken kann, sodass ich das hier nochmal öffnen kann. So, 2 Fenster an der Seite. Da ist die Toilette. Sieht man sehr schön, dass hier ist die Entsorgung, die man hier hat. Vom Grauwasser. Und hier ist der Landstromanschluss oder der Außenstromanschluss, wie viele sagen. Ja, Truma ist eingebaut. Wir haben hier ein Gasmodell. Und ich tippe mal auf eine Truma 4, können wir gleich mal reingucken. Also eine 4 kW Gasheizung. Klassischer Bauart. Leichtmetallfelgen mit dabei. Farbe ist natürlich Geschmackssache. Hier gibt es noch in Orange. Das sind aber andere Modelle, werde ich euch gleich noch zeigen. Etwas andere Ausstattung. Wir gehen mal rein. Trittstufe ist ein Muss, ansonsten wäre es halt ein bisschen hoch. Und hier, ich sag mal, das ist sehr interessant. Also es laufen diese etwas dunkleren Rottöne nach wie vor noch sehr, sehr gut. Also wenn dann sagt, oh, das sieht aber alt aus und so weiter. Nein, es ist so, dass gerade das Thema Holz und Braun und wohnlich und so weiter wirklich sehr stark nach wie vor nachgefragt wird. Vielleicht sind die etwas helleren Töne im Moment natürlich auch im Vorlauf. Allerdings ist so, ich sag mal, die Rottöne, die man ja kennt, so aus dem Bereich, ich sag mal 2010, 2012, 2008, da war das Thema Kirsche ja extrem stark da auch im Einsatz. Da hat man, ich sag mal, durchaus die Möglichkeit, ist ja auch, ich sag mal, entsprechend Geschmackssache, können wir uns gleich mal anschauen. So, unten hat man einen Tritt. Das sieht man eigentlich sehr gut. Das heißt also, hier kann ich einmal auftreten. Dann ist natürlich der Fiat Ducato grundsätzlich als Basisfahrzeug für ein Wohnmobil eigentlich schon perfekt. Ich habe ein sehr breites Fahrzeug, habe relativ gerade Wände, was natürlich dann auch die Möglichkeit schafft, dass ich überhaupt einen Querschläfer jetzt machen kann. Für ganz große Personen klappt das nicht, aber wenn ich jetzt groß bin alleine, kann ich mich quer reinlegen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, so Körpergröße, ja, so 1,80 Meter, vielleicht ein bisschen größer, man schläft ja auch nicht ganz gerade, das geht auf jeden Fall. So, Schränke, können wir uns ja mal anschauen. Habe ich üppig, die kann man auch durchladen von komplett. Und das Schöne ist bei den Schränken, ich kann hier vorne was reinstecken und kann es relativ tief dann nochmal an der Seite durchladen. Hinten im Heck habe ich nochmal einen Schrank. Kurz mal schauen, auch da kann ich komplett beladen von hinten bis vorne. Hier habe ich so ein Schicht-Multiplex-Holz drin. So, und das gleiche auf der rechten Seite. Das ohne Steg. Das heißt, auch hier kann ich sehr gut durchladen. So, was haben wir hier? Kühlschrank. Ganz angenehm natürlich. Können wir gucken, ob der hier jetzt eine Verriegelung hat. Müssen wir gerade mal schauen. Hat er. Mal öffnen, dass wir den mal aufkriegen. Und der hat ein ganz kleines Gefrierfach mit dabei. In Dometic ist es hier ein AES-Kühlschrank. Das heißt also, der funktioniert mit 12 Volt, 230 Volt und mit Gas. Und hier ist der Umschalter mit drin. Das heißt also, hier wird manuell umgeschaltet, da vorne eingestellt. Gibt es halt, keine Ahnung, seitdem es Camping gibt es also Absauberkühlschränke, die mit der Wärme
Verdampfung eines Kühlemittels, was drin ist, dann funktionieren. Hat seine Grenzen, wenn es sehr, sehr heiß wird. Kleiderschrank. Das ist mal ein cooles Feature. Das heißt, du hast stehend für hängende Kleider, kommst du daran, musst dich nicht bücken. Das ist auch ganz toll, finde ich. Von der Verarbeitung her bin ich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Also das Ganze macht einen extrem soliden Eindruck. Du kannst also hier an dem Möbelbau so richtig wackeln. Da passiert nichts. Hier unten hast du eine kleine Serviceklappe, dass du an den Kühlschrank rankommst. Hier oben ist das dran. Und, komm mal zu. Dann ganz wichtiger Faktor natürlich auch immer das Thema Bad. Wie viel Platz habe ich denn noch? Hier habe ich eine richtige Tür. Also nichts, was hier irgendwie dann zusammengezogen wird oder so. Großer Spiegel auf der Innenseite mit drin. Und du hast dann Zugang zur Toilette und kannst die auch wirklich benutzen. Also das ist ja oft so das Problem, dass du dann, ich sag mal, so wenig Platz hast, du schließt die Türen, du weißt gar nicht wohin mit den Beinen hier und das funktioniert. Großes Waschbecken mit drin. Das hier sieht so ein bisschen aus wie im Flugzeug, die Sitze, die hier mit drin sind. Und hier hast du noch überall Ablagen mit drin. Das ist die Dusche. Und kann man gerade mal öffnen. Das ist so das Tagessetup. Und da hast du dann 2 Auslässe mit drin. Auch das funktioniert mit natürlich dann den entsprechenden Öffnungen, die so sind, dass du die warme Luft dann einmal hier am Popo reinkriegst und dann nochmal an den Füßen dran. So, das hast du. Das Ganze geht mit dem Duschvorhang. Ist übrigens auch mein persönlicher Favorit, sind Vorhänge. Kann man zwar jetzt mit Duschtüren, aber die klappern nicht, was natürlich ganz wichtig ist bei einem Reisemobil, weil du ja im gleichen Raum sitzt. Und du kannst sie hygienisch natürlich austauschen. Was bei einer Wand, je nachdem wie der Härtegrad ist deines Wassers, was du getankt hast, dann kriegst du die gar nicht mehr richtig gereinigt. Und hier, ganz ehrlich, holst du den Duschvorhang, tauschst den aus, irgendwie für 5 Euro. Fertig. So, insgesamt 4 Sitzplätze, die sind da. Hier unten ist noch ein Fach drin. Hier wird wahrscheinlich, kann nicht nur die Heizung drunter sein. Ist auch so. Das ist auch ein cooler Sound. Also machst du hier, siehst also hier unten hast du dann nochmal einen Metallunterbau. Das Ganze macht einen recht stabilen Eindruck. Auch wie diese Küchenzeile, und hier sieht man es, die ist dann so angewinkelt, dass ich hier maximalen Platz habe zum Durchgehen. Mit Doppelflammen-Kochfeld, mit Piezo-Zündung. Und dann dazu direkt angeschlossen quer eingebaut. Ist auch ein nettes Feature. Das Waschbecken von Dometic. Hier ist das Fliegengitter. Und hier sieht man auch dran, das ist also hier nochmal eine kleine Verlängerung mit drin, dass du, wenn du zumachst, dann auch wirklich abgeschlossen das Ganze bekommst. Und ohne das wird es gar nicht gehen. Oben hast du das Gleiche. Das heißt, du hast oben hier so einen flexiblen, das sieht man hier oben, der sich dann anschmiegt und dann dafür sorgt, dass das Ganze dann auch wirklich zu ist. So, mal kurz gucken. Das haben wir von Dometic. Die beiden Sachen erklärt. Wichtig ist auch immer viel Platz. Im Kastenwagen hast du üblicherweise nicht bei 6 Metern. Du hast auf jeden Fall immer einen Querschläfer. Das ist hier der Fall. Das wäre jetzt natürlich die Einschränkung für etwas kleinere Personen. Aber 6,40 Meter, das merkt man im Alltag. So ein 6 Meter, also auch 40 Zentimeter ist prozentual natürlich eine Riesensache. Und hiermit, ja, da kommst du, ich sag mal so, für Städtetouren und so weiter natürlich überall hin. Und das ist ja auch so eine Frage, ja, was nehme ich jetzt? Habe ich jetzt so einen, ich sag mal, einen etwas unauffälligen Kastenwagen, der ja jetzt nicht so direkt als Wohnmobil, klar, die Leute sehen es, okay, ist ein Wohnmobil drin und so weiter, aber das ist auf jeden Fall unauffälliger, als wenn ich jetzt weiße Ware habe, alles ist weiß, jeder sieht sofort, okay, das ist jetzt ein Wohnmobil, kommt da an und hier kann ich dann auch mal stehen, macht die Verdunklung, kann ich auflassen, das ist also auch nochmal ein nettes Feature, kann ich euch gleich mal zeigen und kann also hier, ich sag mal jetzt im Stadtbetrieb würde ich die gar nicht zumachen, weil das ist dann immer sehr einladend, weil die Leute wissen, okay, da schläft dann einer drin, sondern man kann einfach einen kleinen Trick machen, macht die Tür einfach auf, macht die zweite Tür auf und hat die komplette Blickachse nach hinten versperrt. Trotzdem hast du es offen und hinten kann man schlafen. Also das ist so, oder macht halt nochmal einen Vorhang davor. Das geht also auch nochmal. Weil viele dann noch sagen, okay, ich mache jetzt nicht alles zu und dann lege ich mich hinten hin.
und kann dann, ich sag mal, auf einem normalen Parkplatz dann auch mal eine Nacht, um die Fahrtüchtigkeit dann zu erhöhen, dann verbringen. Cool. So, hier haben wir also sogar Ausführungen mit der 9-Gang ZF Automatik, die hier mit drin ist. Und das hier, wie gesagt, noch Fiat Ducato 7, aber stellt euch das Auto schon als 8er vor. Die treffen jetzt alle nach und nach ein. Hier in dem Fall Klimaautomatik. Einige Extras sind hier verbaut. Ich zeige euch nochmal gerade die technischen Daten. Und so oder so ähnlich wird dann auch der 2022er sein. Hier haben wir Batterieladegerät von Shout, Multifunktion. Hier sind noch so ein paar Staufächer mit drin. Können wir mal gerade aufmachen. Und der Tisch, der lässt sich, Sekunde, ja, für Schuhe und so weiter. Der Tisch lässt sich dann auch nochmal komplett drehen. Unten übrigens die Auslässe komplett an der richtigen Stelle, wo ich sie brauche. Und der Tisch, der kann hier unten ausgedreht werden. Da sieht man es ein bisschen, also hier unten, und kann dann auch erweitert werden. Einfach drehen. So, Tischplatte kann erweitert werden, hier oben. Also die kann ich ausziehen. Hier drunten sind die direkten Schalter, einmal für die Treppe und einmal für die Beleuchtung, wenn ich direkt reinkomme. Und oben drüber habe ich noch ein sehr großes Fach. Da kann man auch flache Stühle, also sehr, sehr kleine Stühle reinlegen. Globe Scout Plus. Ja, Fiat, 3,5 Tonnen. Schöne Ausstattung, Ladebooster 25 Ampere. Auch während der Fahrt wird dann geladen. Und interessant ist hier auch die Zuladung. Insgesamt hier, wie er hier steht, da sind noch Alufelgen drauf. Die Automatik schlägt mit 3.700 € zu Buche und Rückfahrkamera und so weiter und so fort. Aber man kriegt das Auto schon für 45.899 €. Wenn man ihn in Weiß nimmt, Braun Metallic kostet noch mal ein bisschen mehr. Aber 55.607 € oder halt knapp 46.000 € dann in der Grundausstattung, aber schon als Plus mit einigen Features drin. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind beim Freistart in Sulzemoos und ja, wenn ihr das gerade seht, abonniert doch unseren Kanal German Television und wenn ihr gerade dabei seid, ja, prüft das mal. Habt ihr ihn wirklich abonniert? Könnt ihr auch gleich German Television Plus abonnieren, unser neuer Kanal für das Thema E-Bike und E-Mobilität. Heute 18. Februar 2022. Danke fürs Einschalten. Tschüss.